Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadChChris und heute habe ich nach etwas längerem mal wieder The Darkest Secret für uns. Und ja, ich bin gespannt, was die gute Leonor uns heute zu bieten hat. Ich hoffe auf eine Menge Grusel, Gänsehaut, Heiterkeit, Skepsis und kritischer Beäugung der Clips meinerseits. Ja, ich bin gespannt. Wir schauen jetzt rein. Hier ist The Darkest Secret. Ja, The Darkest Secret. Was haben wir denn da? Extreme Horrorvideos, die uns in den Wahnsinn treiben. Ja, ich bin gespannt. Auf geht's. A death as sudden as it is impossible. A paranormal manifestation in the middle of an accident that will completely break your reality. And even a ghost that manifests itself in the middle of a cemetery. Disturbing horror videos are part of the most incredible footage that has arrived in my email recently. And that today, you will have the privilege of seeing. My name is Leonor Clay, and this is The Darkest Secret. Hallo Leonor. Today we present 6 extreme horror videos that will make you go crazy. Okay. Number 6. We start this investigation with an extremely strange video, something that naturally cannot be. It was sent to our email by Womack Mason. For him, this goes beyond something paranormal. For him, this is something demonic. The recording captured by a security camera shows what CCTV was later learned to be the fatal fall of a citizen of Haitian origin inside a supermarket. However, for Womack, what is disturbing lies in the strange way in which the man collapses. I will show you the video, but I tell you that due to YouTube policies, I will not show the full accident. Okay. Observe. Also ist das nur ein Ausschnitt. We all know the term sudden death. A sudden death generally occurs due to heart failure. However, for our subscribers, there is something that doesn't add up here. Strangely, he falls so suddenly to the ground, as if he had been knocked down, and it even seems... Ja, also plötzlicher Tod, ne? Das kann aber nicht nur durch einen Herzinfarkt kommen, auch durch einen Hirnschlag. Oder einen Hirninfarkt oder so. Ja. Deswegen, also ist jetzt das, was ich gesehen habe, wie er gefallen ist, wirkte eher so, als wenn irgendwas im Kopf passiert wäre. Ja, also das sehe ich jetzt nicht als nichts Dämonisches an. Was? Seems like something is pulling his leg. Did you see it? Nee, da zieht keiner seine Beine weg. Der hat einfach Schlappen an und das ist auf Fliesen und er fällt nach vorne und rutscht weg. Das sieht halt einfach seltsam aus. It was a heart attack. He should have fallen slowly, holding his chest. Deswegen war es ja keine Herzattacke, sondern wahrscheinlich ein Hirnschlag. He should have collapsed naturally, not as if an enormous force had slammed him to the floor. Furthermore, we cannot overlook a key aspect. The voodoo of Haitian culture, a practice shrouded in mystery and terror. In these ceremonies, not only rituals are performed, but there is a belief in the possibility of pacts with dark entities, beings that are far from our understanding. For our subscribers, this case could be a reflection of these practices. Can you imagine that power existing? Also ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Kraft existiert, aber nicht hier. Auf keinen Fall, glaube ich nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn sie existiert, dann auch abstrakter als durch Voodoo. Ja. Ja. Nee. Can you imagine that what happened here is that a third party? Ich kann mir vorstellen, was da passiert ist. Ein Hirnschlag.
cause this by invoking inexplicable entities? An idea that for our peace of mind, I hope it is wrong. You can't fight something like that. What do you think? If you believe this was natural, can you explain it? I will read your comments. Number 5. Nächste. From the Dominican Republic, Jeffrey wrote to my email, showing me a recording captured again by a security camera, but Wieder CCTV. this time presenting us with a completely different context. According to him, what you will see next is a looping spectrum, a ghost that passes over and over again on the screen, and that behaves in the same way. Could it be true? Pay attention. Ja, da war irgendein weißer Nebel oder sowas. Na, hab ich links gesehen. Da, zack. Ah, Leute, ey. It cannot be a reflection of light, Wieso since nicht? it occurs even when there is no vehicle there. Ja, aber das spielt ja gar keine Rolle. Ich meine, die Kamera hängt zwar in der Position, aber das Licht kann sich ja theoretisch aus der Richtung hier spiegeln, ohne dass man irgendwie was sieht. Ja? Wo ist jetzt das Problem? So, und das kann auch alles gewesen sein, das kann auch was direkt vor der Linse gewesen sein. It is not smoke in suspension either, since its shape is quite defined. Notice it maintains its shape throughout the entire journey. But what catches my attention the most is that if you look closely, the scene seems to repeat itself, as if that being were indeed trapped in a kind of time loop. Do you notice that? Das spricht ja aber auch dafür, dass das vielleicht ein Licht ist, was wiederkehrt, ne? Was weiß ich, von irgendeiner Lampe, die immer wieder aufleuchtet oder so. Wir sehen ja auch hier, ich weiß nicht, was das ist. Was steht da? Ist das Bowling oder irgendwas? Oder ist das nur eine Bierwerbung oder so? Ist das vielleicht ein Lokal? Vielleicht ist da irgendein flackerndes Licht, keine Ahnung, was sich halt hier spiegelt. Also, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Vor allen Dingen, langsam geht es mir wirklich auf den Nerven bei den Überwachungskameras. Was ist das wieder für eine Bildqualität? Ja, ich weiß, die machen das auch, damit nicht so viel Speicherplatz drauf geht beim Filmen, aber man kann ja hier noch nicht einmal die Nummernschilder erkennen. Also dann, was hat denn diese Überwachungskamera überhaupt für einen Sinn? Ich verstehe es nicht. Kann es nicht verstehen. Ja. If you remember, we have already touched on this topic in previous episodes. Beings that seem to perpetually repeat what were their last moments of life. This phenomenon makes me think, are these apparitions a glimpse of a world beyond our own? Or perhaps a reminder of old mistakes? Or more importantly, a sign for the living? Also ich würde diese ganzen Aufnahmen einfach überhaupt gar nicht mehr in diese Compilations aufnehmen. Ja, also weil die sind ja, da lässt sich so viel hineininterpretieren und zeigen eigentlich so gesehen nichts. Ja. Weiß ich nicht. Also da muss man sich wirklich was ganz stark an den Haaren herbeiziehen. Ganz stark. Are they trying to communicate? Questions to reflect on. Vielleicht Voodoo? Naja, wir wollen jetzt nicht sarkastisch werden. What do you think? Something paranormal? Nein. Or something with an explanation? Ja. Leave it in the comments. Number 4. The following is a shocking recording published on the YouTube channel Lupus Gamer, where the Und wie wir sehen, scheint sich ja diese Seite auch generell mit dem Paranormalen zu beschäftigen.
The woman you see on the screen began a game together with her daughter to perform an invocation ritual called Sarita Sarita. This consists of throwing coins and asking questions. Supposedly, Sarita's spirit will answer the question using the result of the coins. Okay, man wirft da also Münzen und diese Sadita, oder wie die heißt, wenn man die dann damit ruft, die würde dann irgendwelche Fragen beantworten. Also sowas ähnliches wie Bloody Mary, nur ohne Spiegel. But who is Sarita? Ja, who It is is said that Sarita was an indigenous girl who made a pact with the devil. She was forever Natürlich hat sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. condemned to know everything, but to live in limbo for all eternity. Look at the result that Also einen Pakt mit dem Teufel, damit sie alles weiß. Okay. Lupus Gamer achieved from this ritual. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas cualquier cosa que se responda con ella. 3 opciones. ¿Cómo? Pasaré el examen, tendré pareja, mi madre se curará. Hay, sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? Da ist was gefallen. No sé. Oh, muchachos, se quebró algo arriba y no hay nadie. Estamos completamente solas, Regina y yo. ¡Hala! ¿No hay nada? ¿Qué pasó entonces? No hay nada quebrado, no hay nada tirado. ¿Se quebró algo? Sí, ¿Se quebró? se escuchó que se cayó algo y se quebró. Se escuchó que se cayó algo y se Das hörte sich eher an, als wenn eine Gabel gefallen wäre oder so, ne? quebró, pero no. ¿Sí se quebró algo? No hay nada. Ay, no hay nada. Nada más está el pantalón de Saúl que se cambió y se fue. Todo está... ¿Qué rayos? Otra vez. Dice que 3 veces. Sarita, Sarita, ¿podemos entrar al juego? Sí, sí, sí. ¿Qué fue? ¡Qué miedo! ¿Qué pasó? Regina, ¿Qué pasó? ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, algo... Inexplicable noises Die Soundeffekte machen es natürlich wieder schlimmer, als es tatsächlich ist, ne? and strange shadows are the things that her followers began to notice and leave in the comments. However, the most shocking thing would occur near the end of the recording, where the camera witnesses the truly impossible. Sarita, Sarita. ¿Al fin en la escuela me tienen video? Tal vez. Tal vez. Ja, erwischt. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te juro que es una mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mames, Regina. ¿Qué pasó? Cállate. The A hand! Ich dachte erst, das wäre ein Kopf gewesen. situation gets completely out of control, managing to capture a hand that should never have been there. Ach ja. So they decided to abruptly end the game. Where did that hand come from? Ich denke mal von der dritten Person, die da mit dabei war, oder? Also, ist ein sehr unterhaltsamer Clip. Ne? Ich habe jetzt gedacht, dass im Hintergrund vielleicht ein Schatten auftaucht. Ich habe jetzt nicht mit einer Hand gerechnet. Das gebe ich offen zu. Who did it belong to? It is something that they did not want to investigate. A clear example is that rituals like these are not a simple game. Also ich hätte ja jetzt vielleicht dem Ganzen auch eine Chance gegeben, wenn der YouTube-Kanal nicht generell paranormale Dinge zeigen würde. Ja. So, es ist ein sehr unterhaltsamer Clip, selbstverständlich. Es ist sehr schockierend, wenn das tatsächlich an diesem Ritual lag. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht. And if they are not taken with the seriousness required, they could have significant consequences. Sie hat ja auch, also das Mädchen, was da gerade die Münzen geworfen hat, das stand ja erst, wir haben ja im Hintergrund so eine Art Wand auch, die dann irgendwann aufhört. Und sie stand erst etwas versetzt weiter nach rechts von uns aus, sodass ja noch Platz war zwischen der Wand und ihr.
Und als die Kamera hochschwenkte und die Hand kurz bevor sie auftauchte bei ihr an die Schulter, stand sie praktisch vor dieser Wand, so halb, sodass einfach jemand hinter ihr hätte stehen können und vielleicht auch einen Teil von der Wand verdeckt und die Hand auf ihre Schulter legen. Ja. Gut möglich. Trotzdem spielt das Spiel nicht. Number 3. This video is nothing short of spectacular. Subtle, but spectacular nonetheless. You see, Naomi Guadalupe is the subscriber who in my email claims to still be shocked after witnessing a disturbing situation on a live broadcast on social networks. She says that one of her neighbors began to convey the unfortunate consequences of a fatal traffic accident that occurred near his house. It is a situation that from sad became disturbing. Also Nachbar von ihr, der halt in der Nähe wohnt, wo ein schwerer Verkehrsunfall passiert ist. Wir sehen ja auch die Bilder, die werden wahrscheinlich dazugehören, ne? When during the transmission, the blue blanket that covered the only body that was still in the vehicle mysteriously rose. In fact, it stayed like that until the end. Watch. Ja, zeig mal her. Oh. Also unter dieser Plane soll angeblich noch ein Körper liegen, eines dieser Unfallbeteiligten. Jetzt hat sich die Plane gerade bewegt, nach oben. Aber kann natürlich auch Wind sein, ne? Ja. Also wir sehen ja, hier unten ist das ja ein bisschen verfemt, dass man das nicht so erkennt, ne? Oder gehört das hier dazu? So ein Bildfehler, ich weiß es nicht. Spielt ja auch überhaupt gar keine Rolle. Auf jeden Fall wird sich das hier gleich hochbiegen. Das kann halt der Wind sein. Das ist ja auch eine ziemlich, ich denke mal, eine ziemlich dicke Plane, ja, aus Plastik. Und die bleibt vielleicht einfach nicht in der Position so liegen, sondern hat sich wieder hochgebogen, weil da eine Falte war oder so. Also ich wäre jetzt beeindruckter, wenn das Ding aufgestanden wäre. Ja, richtig aufgestanden. Remind you that this was a live broadcast. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin auch gar nicht sicher, wie das da liegt. Ist jetzt dieses Verfemen, gehört das jetzt, ist das ein Bildfehler oder hat man hier versucht, einen Kopf oder irgendwie sowas zu verfremden? Weil dann wäre das ja hier die Fußseite, ne? Tja, keine Ahnung. Aber wir hatten ja schon also öfter schon mal Bilder auch gehabt von Unfällen, auch aus Fernsehübertragungen, ne? Irgendwelche Nachrichten. Und da hat man dann auch was drauf gesehen. Irgendwelche Gestalten oder halt Wesen oder was auch immer. Vielleicht auch von den Unfallbeteiligten. Eigentlich ist das ganze Thema schon sehr interessant, ne? Weil man stellt sich das natürlich immer so vor, wie man stirbt und dann fährt die Seele oder was, die fährt dann in den Himmel oder wo auch immer hin. Und dass man das halt sichtbar machen kann, ja. Wir hatten auch, glaube ich, schon mal ein Bild gehabt von jemandem, der hatte einen Unfall und da war dann auf einmal sein Großvater auf dieser Aufnahme drauf. Ja, auch immer sehr beeindruckend. Das sind ja auch halt dann immer sehr spezielle Momente auch, ne? Also da muss noch niemals irgendjemand sterben. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich würde jetzt hierfür auch logische Erklärung finden, ja, aber ausschließen würde ich es jetzt nicht, dass das vielleicht irgendwas mit dem Unfall zu tun hat und mit der Person, die da drunter liegt. Wenn es überhaupt so ist. Ja. Ja. Of an extremely delicate and otherwise sad event that ended with the lives of a few people. So just thinking about possible manipulation is already quite reprehensible. Ich glaube nicht, dass es manipuliert ist, sondern das ist entweder Zufall, irgendetwas physikalisch Natürliches, ja, oder es ist vielleicht doch noch ein Zeichen. However, this does not seem to be the case.
Whoever was doing the broadcast was as baffled as Naomi. Ja, es geht schon seltsam hoch irgendwie, ne? Als wenn da tatsächlich noch irgendjemand drunter wäre, der das hochdrückt oder der seinen Oberkörper so hochdrückt halt, ne? Ja, ist schon ein bisschen seltsam, das stimmt schon. Also aus der Nähe sieht es dann noch ein bisschen kurioser aus. Could it be due to the action of the wind? Or do you think something lifted the Es sah echt so aus, als wenn sich jemand so hochbeugt, ne? So nach oben geht. canvas? Ja? Let me know what you think. Schwierig zu sagen. Möglich ist alles hier. Number 2. The following video comes from Mark Steininger, a subscriber from Nevada who attached a fragment of one of his many urban explorations. Mark tells me that he plans to create a travel-based YouTube channel. But first, he's training. He tells me that he hates the way his voice sounds. But above all, Wer hasst das nicht? Wer hasst seine eigene Stimme nicht? Selbst auch. Wenn er sie aufnimmt und dann abspielt. Es ging mir auch am Anfang so. Es fiel mir auch immer sehr schwer, meine eigenen Videos hier anzusehen. Aber mittlerweile ist es auch vollkommen normal für mich. Ja. Ist ja bei WhatsApp schon schwierig, wenn man eine Sprachnachricht macht und hört sich die dann nochmal an. Das mache ich immer noch sehr ungern, mir meine eigenen Sprachnachrichten nochmal anhören. Da hört sich die Stimme nochmal ein bisschen anders an, finde ich, als hier bei dieser Aufnahme. Aber gewöhnt man sich auch dran. Das geht relativ fix. but how monotonous his videos sound, which is why twice a week and at night Also er probiert jetzt halt auch aus. Ne? Er ist eigentlich Urban Explorer, er besucht Lost Places und so weiter und will halt jetzt sein Mikro. Also er will ein Mikro einstellen, weil er seine Stimme da nicht gefällt. Also er muss sich einfach auch nur daran gewöhnen. when there are not many people on the streets, he goes out and records himself vlogging. He has no plans on Also er probiert das halt aus. Ne? uploading these videos. In fact, he deletes them, except the one he wanted to share with us. He says that 2 weeks ago he went out at night and passed by a cemetery. He took out his camera and started recording. He tried to give a paranormal tone to his voice, but it didn't come out. He deleted everything he recorded in the cemetery and then continued walking. The video that you now see on the screen is the continuation of that night. Okay, also er hat dann in einer Nacht ist er halt spazieren gegangen und hat weiter seine Kamera und sein Mikro da ausprobiert und an einem Friedhof vorbei. Normalerweise löscht er alle Videos, nur diese Aufnahme jetzt nicht, weil wahrscheinlich werden wir gleich was auf dieser Aufnahme sehen. Out of modesty, he avoided speaking in front of others. He recorded 15 more minutes, and his night was over. Mark sent me these 15 minutes of recording since he's sure he caught something strange. I'll leave you a summarized version to see if you can figure it out for yourself. What's this? Ah, church. Church. Okay. Okay. I wanna go here. How can I go here? Oh, very dark here. Very dark. Okay, now the way behind these trees. Ja. Let's go.
What's this? What's this? Da hinten, ne? What's this? Ja, was war denn da? Ich habe jetzt da links nur Menschen gesehen, die dahergegangen sind. Aber das sieht er gar nicht. Darauf guckt er gar nicht, oder? Was ist denn jetzt? Wow. 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 Das ist doch jetzt noch Teil vom Friedhof. Das ist doch einfach nur ein Holzkreuz. Wow. Guys. Der ist doch ein paar Meter davor schon an sowas vorbeigegangen, an dieser Bank. Also. What the fuck? Did you see anything strange? Nee. Mark says that he saw something here. Ach, sag mal, Leute. Something that could be related to the cemetery. Also da ist ein Pärchen irgendwie hergegangen und noch ein Typ. Und wir haben ja, als das Video anfing, schon gesehen, dass vor ihm auch zwei Leute hergelaufen sind. Was ist jetzt daran tragisch? Was ist jetzt daran paranormal oder was soll das sein? Also. See, he tells us that being among the tombs he felt strange, as if insecure. However, he did not perceive anything else, despite that sensation. He also felt it here too. Now, look at this section of the video. Ja, da laufen einfach nur Leute I lang. will highlight it with color correction. Das sind einfach nur Leute. Das ist da ein Pärchen und ein Typ oder so, der da entgegenkommt. Ja, hallo? Was ist denn jetzt? Is that a person? Ja. Does it look like a normal Das ist noch nicht mal ein Pärchen, das ist einfach nur eine Person mit Mantel. Also, sized person to you? ja, es sieht halt aus wie eine Person. Find it curious. First notice the size of that adult man who passes by before. Ja, was ist denn mit der Größe? Then notice this possible woman. She's huge, don't you think? However, Ich erkenne auch nicht, ob das eine Frau ist. Das kann auch ein Mann mit einem Mantel sein. we are not here for that reason specifically. Dafür habe ich mir jetzt 3 Minuten angesehen. Für nichts. Let's continue. Did you notice something next to the tree? Doesn't it seem to be a woman? Hä? An almost imperceptible woman. Hä? Hä? Meint die das hier oder was? Look at it with zoom. Alter, Leute. Es mag ja so aussehen, dass ich heute überkritisch bin, ne? Aber das ist ja auch alles wirklich aus den Fingern gesaugt hier ohne Ende. Could it just be a person standing there? The strange thing is that seconds before, when he's walking towards there, no one is seen. Ja, aber überall stehen diese Kreuze und wer weiß, das hängt irgendein Gebamsel und dalalulala baba. Und ja, also, weiß ich nicht. It was too late. See? This is the tree. Wieso ist es zu spät? Was ist denn da zu spät jetzt? Also wir haben ja vorher schon 2 Leute gesehen, die ja spazieren gegangen sind. Also können da hinten auch 2 Leute langlaufen. Next to it, you can see that person.
Ja, aber wir haben auch da gerade gesehen, dass da auch noch so ein Kreuz steht oder irgendwie sowas. Here, Mark says he felt something, but the camera doesn't capture anything. Ich fühle auch was, ganz ehrlich. What happened? Nix Is Apple. this a specter? Or could it be just Man sieht doch, dass das hier einfach nur, was weiß ich, eine Störung oder irgendwas oder ein Bildfehler oder irgendwas ist. Das kann auch hier ein Kreuz sein, was jetzt halt irgendwie seltsam aussieht. Ich weiß jetzt nicht, was das, also, ja, mit Pareidolie, wenn die reinkloppt, sieht man hier ein Gesicht. Ja, und einen Körper. Ja, das war es dann aber auch schon. a person standing Ist es vielleicht auch, es ist ja vielleicht irgendein Wesen, mag auch sein, aber davor die beiden Leute, die hier lang gelaufen sind, nicht. there? Comment what you believe. So sieht es natürlich nicht mehr nach einer Person aus, die da steht. Ne? Da sieht man ja sogar die Beine, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch einfach nur Einbildung. Ne? Number 1. Ja, jetzt aber raushauen hier. Darkest Secret, komm. And the footage that ends our video comes from a disturbing live clip that a subscriber sent us. From Chile, he says that the woman you see on the screen is called Helu Sukni, a well-known lawyer who has become noted for representing and defending thieves and Okay, also das ist eine Anwältin, die halt irgendwelche Diebe und sowas verteidigt. Okay, ist ja okay. In Chile. traffickers in court. A well-known lawyer who has become noted, criminals who in some cases she has set free. A controversial figure who usually makes live links on her Instagram account. Well, it was in one of her lives well followers noticed what they described as a presence when she was alone at home. Could it be that way? See it for yourself. ¿Cómo están? Acá la tía Helva está con paltas requena. Paltas requena me las trajeron de regalo y como a mí me encantan las paltas, yo me hice hoy día en la mañana porque estoy solita. Oh, wow, da steht tatsächlich jemand. The woman confirms that at that moment she was alone at home, ensuring that she does not know who the young man who appears on the screen is. A somewhat misaligned young man who, according to some, fits the stereotype of people she Aber usually muss das denn ein junger Mann sein? Das könnte auch eine Frau sein. Mit Pony, meiner Ansicht nach. Keine Ahnung. Aber wenn sie die nicht erkennt, dann, ja, also ist auch jede Spekulation überflüssig, ob das vielleicht jemand sein kann, der mit ihr da in ihrer Wohnung war, weil wenn sie diese Person nicht erkennt, wer soll das dann sein? Es wird ja dann nicht nur für diese Aufnahme irgendjemand da eingebrochen sein. Ja, also das ist schon, das ist der beste Clip bei dieser Compilation heute. Definitiv. Und auch gruselig. represents in court. Weil es halt auch einfach so bei einem Video aufgetaucht ist, was überhaupt nichts damit zu tun hat und was ihr wahrscheinlich auch nicht sofort aufgefallen ist. Klasse. Und vielleicht hat es ja auch was mit ihrem Job zu tun, ja. Sie ist Anwältin, sie verteidigt halt auch Leute, wo andere vielleicht sagen würden, ne? Also ein bisschen kontrovers vielleicht auch, ihre Arbeit, was ja auch gesagt worden ist. Ist halt möglich, ne, dass das irgendjemand ist, der mit ihr einen gewissen Zusammenhang hat. Also der sich, das ist halt gut möglich. This image has had such an impact in Chile that quite a few have dared to say that it could be one of her deceased clients. Vielleicht. Perhaps one who has even died in prison. A more than valid hypothesis, but one that unfortunately we cannot guarantee because we only have her version of it. Could what we see here actually be a ghost? Naja, die Frage ist ja auch immer, ich meine, sie ist erfolgreiche Anwältin. Was hat es für einen Sinn, so etwas zu behaupten? Ja, Reichweite und so, ja, alles klar, gut, ne? Aber wie gesagt, sie ist erfolgreiche Anwältin. Ich weiß nicht, ob sie das unbedingt nötig hat, das Ganze. Und sie scheint ja auch schon so genug Aufmerksamkeit zu haben. Und die Gefahr, dass sich die Leute daraufhin lächerlich über einen machen, die ist natürlich gegeben. Ich weiß nicht, ob sie das so einfach behaupten würde. Also ich glaube schon, dass sie nicht weiß, wer das ist. Und ich glaube auch, dass
wird garantiert was Paranormales sein. Let me know what you think in the comment box. Es Because ist auf jeden Fall eine absolute Horrorvorstellung, also auch von mir, ja, in meinem persönlichen, in meinem privaten Leben, dass ich, wenn ich irgendeine Aufnahme habe, ob es jetzt ein Bild ist oder halt ein Video von mir oder von jemandem, den ich gerade filme oder knipse, dass da auf einmal Dinge im Hintergrund sind, die mir vorher nicht aufgefallen sind, ja. Also ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Objekten, sondern ich rede hier tatsächlich von Personen, vielleicht auch unheimlichen Gesichtern oder sowas. Das ist eine absolute Horrorvorstellung, schon seit meiner frühen Jugend, ja. this video has come to an end. My Ja, Leonor. Ja, das war ja ganz interessant. Ich war erst ein bisschen enttäuscht, ja, aber der letzte Clip hat alles entschuldigt. Klasse, super. Mir hat es gut gefallen. Ich hoffe euch auch, ja. Ich war ein bisschen skeptisch heute, aber gehört ja auch mal dazu und war auch angebracht, finde ich. Und ja, unten in der Beschreibung wie immer alle Links zu dem Video von The Darkest Secret und auch zum Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Grusel mit mir, Grusel mit MadChris. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Adios.